Der Campingplatz, auf dem wir in der Nähe von Izmir fahren wollten, war leider nichts. Es war ein besserer Hinterhofparkplatz und leider viel zu teuer. Ne? Ja, also haben wir uns entschlossen, dass wir jetzt ein bisschen weiter gucken und stehen jetzt hier auf einem Stellplatz. Der ist jetzt vielleicht nicht unbedingt schöner als der andere, dafür ist er aber kostenlos. Ja, Stellplatz bedeutet Parkplatz, wo ganz viele Camper und Wohnmobile einfach rumstehen. Ja. Ich habe mich hier in der Umgebung noch nicht so gut umgesehen. Man soll wohl mit dem Fährboot Richtung Innenstadt fahren können. Mal sehen, was wir machen. Wir hoffen auf eine ruhige und entspannte Nacht nach so einem langen Tag. Wir haben die Nacht hier auf dem Platz sehr gut verbracht und gut geschlafen, ohne Schwierigkeiten. Ja, trotz der Nähe zur Hauptstraße war es in der Tat sehr ruhig oder ich war sehr kaputt, wer weiß. Aber an sich habe ich sehr, sehr gut geschlafen. Wir wurden heute Morgen von unserem Nachbarn schon mit einem freundlichen Günaydin begrüßt. Genau, in der Tat sprach der dann auch tatsächlich etwas Englisch, fragte uns auch, ob wir einen Kaffee trinken möchten, erklärte uns direkt, wo ein paar Toiletten zu finden sind. Und dann sind wir nach gegenüber gegangen. Gegenüber ist ein Markt, haben wir gesehen, die waren aber gerade am Aufbauen. Die verkaufen selbstgemachte Produkte, also werden wir uns später mal ansehen. Wir gehen jetzt mal Richtung Stadt und gucken mal, wie weit wir kommen. Wir sind jetzt 1,7 Kilometer gelaufen zum nächsten Hafen, der sich bei uns befindet, und werden jetzt mit der Fähre rüber zur Altstadt von Izmir fahren. Wir mussten gerade erstmal gucken, wie wir das machen, hier ein Ticket zu kaufen. Hier gibt es so eine Izmirin-Card. Wir haben zuerst gedacht, hey, müssen wir uns jetzt erst so eine Izmirin-Card kaufen oder was ist los? Wir sahen aber scheinbar so verloren aus, dass dann jetzt quasi ein Mitarbeiter zu uns kam und dann uns ganz nett angelächelt hat und gefragt hat, wo wir hin möchten. Dann haben wir gesagt, ja, nach Konak, und wir müssen aber noch ein Ticket kaufen. Dann hat er uns ganz brav mitgenommen und uns das gezeigt. Ja, wenn man hier rein möchte, da sind so kleine Schranken wie am Flughafen oder am Bahnhof, wo man sein Ticket vorhält. Da hält man einfach seine Visa- oder Bankkarte vor, Genau. Und dann kann man durchgehen. Oder alternativ eine Izmirin-Card, die gibt es ja auch. Wir dachten jetzt auch, wir müssen die irgendwie kaufen oder so, aber ganz easy, wirklich mit Visa, komplett legst einfach drauf und läufst dann durch. Super entspannend. Wir sind jetzt drüben angekommen. Die Überfahrt mit der Fähre hatte 16 Minuten gedauert und man hatte wirklich bequeme Sitze, muss ich sagen. Wir haben so richtige Sitze gehabt, so wie im Flugzeug. Ja, die Überfahrt ging reibungslos und wir sind jetzt drüben und gucken uns jetzt ein bisschen hier um.
jetzt wieder angelegt auf der anderen Seite. Wir sind jetzt zurück von Izmir und man sieht vielleicht, das Boot schaukelt wahnsinnig. Wir sind zurück von Izmir. Es hat uns wirklich richtig gut gefallen. Der Transport war super einfach. Wie gesagt, mit der Fähre haben wir am Anfang schon gesagt, einfach Karte mitnehmen, fertig ist es. Wir werden jetzt als nächstes in die Markthalle hier gehen und uns das Ganze mal anschauen. Wir sind jetzt auf dem Markt etwas essen gegangen. Hier sind sehr viele Essensstände mit sehr leckerem Essen. Hier muss man zuerst zu einer Sammelkasse gehen. Die ist für alle Stände. Da sagt man, was man essen möchte oder auch trinken möchte an sich. Und dann geht man zum Stand und sucht sich das aus und kriegt das zum Tisch gebracht. Wir haben jetzt 100 Lira bezahlt. Genau, 100 Lira haben wir jetzt bezahlt für 2 Hähnchen, Dürüm und ganz frischen Ayran. Da ist eine Schaumkrone noch drauf. Wir sind ganz gespannt. Bekannte von uns haben da schon mal so von geschwärmt. Wir werden es jetzt gleich direkt mal testen. Das kommt aus einem Ayran-Brunnen sozusagen. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und hungrig. Wir sind jetzt wieder zurück von der Markthalle. Es ist wirklich wahnsinnig voll da drin gewesen. Alle Stände sind inzwischen aufgebaut gewesen. Es war richtig viel los. Uns hat es wirklich sehr gut gefallen. Die Hälfte des Marktes war mit regionalen Produkten, wie Honig zum Beispiel, getrockneten Früchten, Nüssen, Gewürze, alles was es hier so in der Türkei zu kaufen gibt, an natürlichen Sachen. Der Rest von dieser Markthalle war heute eine Messe. Ja, und unter anderem war da noch eine Food-Ecke quasi da drin. Da konnte sich dann jeder, musste vorher zur Kasse gehen, dann bekam man ein Zettelchen und dann bekam man was. Allerdings ist vorher etwas gewesen, der ganze Markt stand plötzlich still. Und zwar ist dann die Nationalhymne erklungen und wirklich keiner hat sich mehr gerührt. Es stand jeder still. Matthias lief noch und ich habe von hinten stopp, 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 stopp. Wir waren die Einzigen, die sich wirklich weiter bewegt haben, weil das für uns jetzt quasi, man kennt es ja aus Deutschland, es wird gespielt, ja, bei der WM hält vielleicht auch mal jemand still oder singt mit. Aber ansonsten findet das Leben bei uns ganz normal statt. Die Leute standen alle stramm. Ich glaube, das haben sich nur die Augen bewegt. Ich habe gedacht, okay, dann bleiben wir auch mal mitstehen. Beweg dich mal nicht. Mal gucken, was passiert. Das war wirklich sehr interessant.
Ja, lediglich in den Food-Ecken wurde halt noch ein bisschen gearbeitet, damit das Fleisch nicht anbrennt, aber ansonsten hat sich keiner mehr bewegt. Uns hat das wirklich sehr gut gefallen, also wenn man in der Nähe von Izmir ist, die Altstadt, die ist wirklich sehr schön. Es gibt kostengünstige Produkte da einzukaufen, kann man sich mal ansehen. Der Platz, wo wir gestanden haben, hat uns sehr gut gefallen. Wir haben hier unseres Erachtens sehr sicher gestanden. Den verlinken wir auch wieder unten. Wir verlinken den in der Videobeschreibung unten drunter. Wir hatten eine sehr ruhige Nacht und die Nachbarn, die wir mitgecampt haben, waren auch alle sehr freundlich.